Softdrinks, vegane Alternativen. Krones punktet mit Vielfalt auf der Braubeviale 2023. Was wäre eine Braubeviale ohne einen Einblick in die Entwicklungsschmiede von Steinecker? Und dieser steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Denn das Team aus Freising setzt mit Brewnomic schon seit einiger Zeit den Branchenstandard, um den Brauprozess energetisch autark und CO2-neutral zu gestalten. Also unser Projekt Phoenix ist der neueste Baustein des Brewnomic-Konzepts auf dem Weg zu einer energieautarken und CO2-neutralen Brauerei und hat das Ziel, die Braureststoffe zu verwerten. Das heißt, auf der einen Seite haben wir noch den Treber und die Althefe und den Malzstoff, die übrig bleiben beim Brauprozess, und da steckt noch großes Potenzial drin. Und der Phoenix hat das Ziel, zum einen diese Produkte zu gewinnen und später die Reststoffe noch energetisch zu verwerten. Wir haben ein neues Water Sustainability-Konzept erstellt, voller Fokus auf die Reduktion des Wasserverbrauchs in der Gänze. Dazu gehört zum einen die Wasserverbräuche in der Produktion signifikant senken, Wasser wiederverwenden. Ein zweiter Bereich, ein neues ZIP-Konzept. Ein dritter Bereich, 2 Wassernetze. Also wir wollen trennen zwischen Brauwasser und Prozesswasser. Und letztendlich wollen wir aus dem brauereieigenen Abwasser Prozesswasser wiederherstellen durch Aufbereitungsmaßnahmen und dieses dann zurückführen in den Betrieb. Ich freue mich, heute die CO2-Rückgewinnungsanlage vorstellen zu können. Wir haben hier mehrere Optionen, prozesstechnisch gesehen, um die Qualität des zurückgewinnten CO2 wirklich auf 100% zu bekommen. Das heißt, wir haben einen Aerosolseparator, mit dem kann man feinste Tröpfchen, ein Rohgas abscheiden und damit diese Tröpfchen würden einen Belag bilden auf den Kompressoren und dann würden die schneller verschleißen. Ja? Und mit diesem Separator, Aerosolseparator, hole ich das raus und die Kompressoren haben dann eine deutlich längere Lebenszeit. Das zweite ist, wir haben einen Schwefel-Wasserstoff-Separator, in dem Gas, CO2 ist auch oft, gerade bei High Gravity, viel Schwefelwasserstoff drin. Und wenn dieser in das Endprodukt kommt, in zum Beispiel Tafelwasser, das ich mit CO2 aufkarbonisiere, dann schmeckt es der Verbraucher. Das wollen wir nicht. Ja? Deswegen bieten wir hier auch nochmal optional diesen Schwefelwasserstoff-Separator an, um hier perfekte Qualität zu liefern. Steinecker setzt seine jahrzehntelange Expertise in der Verfahrenstechnik jedoch nicht allein für Bier ein. Denn auch Produkte wie die veganen Alternativen zu Milch, Fleisch oder Schokolade lassen sich mit der Technologie aus Freising produzieren. Sie sind neugierig, wie das genau funktioniert? Heute auf der Messe haben wir ausgestellt unseren Ansatz für eine fermentative Herstellung von Lebensmitteln. In dem Bereich haben wir unseren Bioreaktor hier geplant. Bioreaktor ist letztendlich ein Gerät, ein Tank, in dem biotechnologische Prozesse ablaufen. Und wichtig bei den biotechnologischen Prozessen ist, dass wir Nährstoffe überall hinbekommen, dass wir die Zellen, die wir wachsen lassen wollen, mit den Nährstoffen und dem Sauerstoff versorgen, den sie brauchen, um vernünftig wachsen zu können. Ein großes Beispiel dafür ist die Brauereiindustrie. In der Brauereiindustrie nutzt man die Hefen, um Bier herzustellen. Wir können jetzt in diesem Bioreaktor andere Mikroorganismen wie Pilze, wie Bakterien, wie Mikroalgen züchten, herstellen, fermentativ vermehren. Und unser USP in dem Bereich ist, dass wir nicht wie bei Standardbioreaktoren Rührwerke nutzen, sondern eine Umwälzeinheit, um den Tank generell umzuwälzen. Und alle Parameter, die den Bioreaktor ausmachen, durch diese Umwälzeinheit erschlagen können und bedienen können. Sirup sparen beim Softdrink ausmischen. Krones selbst präsentiert auf der Braubeviale die neueste Generation des bekannten Getränke-Ausmischsystems ContiFlow. Ausmischen und carbonisieren mit höchster Genauigkeit. Zum Reduzierung von den Produktverlusten ist zu sagen, dass wir die komplette Zufuhrleitung ausschieben können und inklusive der Mischphase in den Tank fahren können, heißt an der Stelle kein Produktverlust. Wir haben eine kleine Zirkulationsleitung, wir kennen den Brix-Gehalt im Tank und den Rest regelt der ContiFlow aus, sodass wir das Produktionsende komplett ohne Produktverluste realisieren können. Abfüllen von Bier in Glas und zwar nachhaltig und flexibel.
Ein weiteres Highlight auf dem Krones Messestand ist der Modulfill HES. Der Glasfüller für Bier und CSD präsentiert sich mit zahlreichen Weiterentwicklungen und Neuerungen. Wir bei Krones entwickeln unsere Maschinen kontinuierlich weiter. Getrieben von den Kernthemen, die unsere Kunden beschäftigen, haben wir ganz stark den Fokus auf die Overall Equipment Efficiency gelegt, auf das Thema Nachhaltigkeit und auf das Thema Digitalisierung. Die Highlights an unserer Maschine sind dieses Jahr die neue Zipkappe, explizit entwickelt für die kleinen Füllerteilungen, einfach um die Kunden in der Vorbereitung für den Reinigungsprozess maximal zu entlasten, die Standzeiten auf ein Minimum runterzubringen. Außerdem wieder dabei unseren Multiguide Klammerstern, der natürlich bei dem Formatwechsel unschlagbare Zeitersparnisse mit sich bringt. Zum Thema Digitalisierung haben wir unseren Kunden Lösungen bereitgestellt, um den Abfüllprozess für sie transparenter zu gestalten. Einfach damit der Kunde A, eine verlässliche Quelle hat, wie sieht es im Füller aus, wie produziert der Füller, und B, natürlich sich darauf verlassen kann, dass der Füller eigenständig, falls er durch externe Störungen verursacht, abweichende Produktionsparameter erreichen sollte, wieder auf den optimalen Betriebspunkt zurückkehrt. Im Thema der Nachhaltigkeit haben wir uns das Füllventil angeguckt und die Vakuumpumpe. In Kombination dieser beiden Module oder Einzelmodule konnten wir es erreichen, dass wir CO2, Wasser und natürlich Energieeinsparungen während der Produktion erreichen konnten, um so natürlich von Krones ein Thema zur nachhaltigen Produktion in der Bioabfüllung leisten zu können. Wenn es ums Materialsparen geht, stehen meist die Getränkebehälter im Vordergrund. Doch wer genau hinsieht, entdeckt auch bei der Sekundärverpackung so einiges an Einsparpotenzial. Lightpack Top steht für eine neue Verpackungslösung. Die Braubeviale stand 2023 unter dem Zeichen der Vielfalt. Ein Motto, in das sich auch Krones wunderbar einfügte und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit präsentierte. Wir haben ein sehr internationales Publikum aus allen Ländern dieser Welt. Die Themen, die unsere Kunden und unsere Partner beschäftigen, sind eigentlich auch überall die gleichen. Es geht vorwiegend um Effizienz. Das Nachhaltigkeitsthema gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und wir haben hier am Krones-Stand an sehr vielen Stellen genau die richtigen Lösungen, um mit unseren Kunden in sehr intensive und gute Diskussionen zu gehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kunden, natürlich vorrangig bei allen Partnern, bei Lieferanten und insbesondere beim gesamten Krones-Team für eine super erfolgreiche Braubeviale 2023 bedanken.